Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Lenkung im LS22 einstellen kann. Wer bereits mein Video vom LS19 gesehen hat zu den Lenkeinstellungen, für den kann ich heute nichts Neues zeigen, denn die Lenkfunktionen sind absolut gleich geblieben, da hat sich nichts geändert. Allerdings möchte ich euch heute in der zweiten Hälfte dieses Videos noch ein paar praktische Beispiele zeigen, wo es durchaus sinnvoll sein kann, mit anderen Lenkeinstellungen zu arbeiten. Natürlich abhängig von den Einstellungen, die ihr ohnehin gewählt habt. Ich zeige euch heute meine Lieblingseinstellungen für die Tastatur und was andere Lenkeinstellungen bewirken. Erstmal ein kleiner Hinweis, wo ihr die Einstellungen findet. Im Menü unter dem Zahnrad findet ihr die zwei Positionen Lenkrückstellgeschwindigkeit und Lenkgeschwindigkeit. Mit diesen beiden Werten kann man die Lenkung einstellen. Hier bei mir jeweils 100%. Das sind nicht die Standardeinstellungen, das sind meine Einstellungen. Zuerst mal die Lenkgeschwindigkeit. Die kann man einstellen zwischen 50 und 200%. Und die Lenkrückstellgeschwindigkeit kann man einstellen zwischen 0 und 100%. Als erstes möchte ich euch zeigen, was die Lenkgeschwindigkeit bewirkt, bzw. deren Verstellung. Wir testen erstmal auf 50%. Ich gehe jetzt mit den Rädern in den Volleinschlag und achtet auf die Geschwindigkeit, wie schnell sich die Räder in den Volleinschlag bewegen. Das ist hier bei 50% relativ langsam. Das Gegenbeispiel bei 200%. Hier gehen die Räder deutlich schneller in den Volleinschlag. Ihr merkt direkt den Unterschied. Zurückstellen geht immer gleich schnell. Also unabhängig davon, wie schnell die Lenkgeschwindigkeit eingestellt ist, wenn ihr die Taste loslasst, geht die Rückstellung in die neutrale Position immer gleich schnell. Hier die Lenkgeschwindigkeit nochmal mit 100%. Das liegt so von der Geschwindigkeit etwa zwischen der Einstellung 50 und 100%. So, dann kommen wir zur Lenkrückstellgeschwindigkeit. Die Lenkrückstellgeschwindigkeit bewirkt bei 100%, dass die Räder automatisch wieder in die neutrale Position zurückgehen, sobald man die Taste loslässt. Bei 0% sieht das Ganze schon anders aus. Schlägt man hier ein in den Volleinschlag und lässt die Taste wieder los, passiert gar nichts. Das heißt, die Räder bleiben im Volleinschlag. Und nochmal eine Veranschaulichung bei 10%. Auch hier bleiben die Räder im Volleinschlag. Also die automatische Rückstellung funktioniert nur bei 100 und bei allen anderen Stufen funktioniert die automatische Rückstellung nicht. Also automatisch ja, aber nicht im Stand, sondern nur beim Fahren. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal die unterschiedlichen Einstellungen anhand einer Fahrprobe zeigen. Wir beginnen mit 0%. 0% heißt, es findet keine Lenkrückstellung statt. Ich gehe in den Volleinschlag und lasse die Taste wieder los. Und jetzt sehen wir, dass der Traktor nur im Kreis fährt. Er fährt einen idealen Kreis. Eine Lenkrückstellung findet nicht statt. Möglicherweise, das kann ich nicht testen und habe ich auch noch nie getestet, mag das eine sehr sinnvolle Einstellung sein, wenn man mit einem Lenkrad spielt. Wir erhöhen jetzt den Wert auf 10%. Jetzt findet beim Fahren eine automatische Rückstellung statt, aber wir sehen, es geht sehr langsam, bis die Räder in der geraden Ursprungsposition zurück sind. Ich muss jetzt zum Fahren wieder auf 100% stellen. Ich bin das einfach so gewohnt, anders komme ich damit nicht klar. Ich fahre jetzt den Traktor wieder an den Feldrand in die gleiche Position, damit wir schön vergleichen können. Und jetzt stelle ich die Lenkgeschwindigkeit etwas höher als 10% auf 30%. Und jetzt wollen wir mal schauen, was bei 30% passiert. Ja, wir sehen schon, die Lenkrückstellung funktioniert deutlich schneller. Wir können direkt umkehren und wieder an unseren Startpunkt zurückfahren. Dafür brauche ich wieder die 100%, sonst komme ich einfach nicht mit klar.
So, das passt so einigermaßen. Jetzt auf 50%. Und wir müssten wieder feststellen, dass es noch etwas schneller geht. Genau. Jetzt sieht man auf dem Acker schön die Spuren zum Vergleich. Deshalb auch hier die Position direkt an einem Feld gewählt. Denn hier sieht man sehr schön an den Reifenspuren den Unterschied. Jetzt nochmal etwas höher, 90%. 90% ist ja schließlich das Maximum. Bei 100 findet ja die sofortige Rückstellung statt, wenn man die Taste loslässt und nicht erst, wenn der Traktor sich in Bewegung setzt. Ich hoffe, ich konnte jetzt eindrucksvoll zeigen, was die Lenkrückstellung bewirkt. Hier sehen wir nochmal die verschiedenen Spuren. Erinnert euch, ganz am Anfang 0% haben wir begonnen mit einer reinen Kreisfahrt, ohne dass eine Lenkrückstellung stattfand. Auf welcher Position ihr jetzt am besten klarkommt, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Das hängt natürlich auch etwas von eurem Arbeitsgerät ab, ob ihr mit Tastatur oder mit Lenkrad oder mit Controller spielt, und dann natürlich der eigene Geschmack und die eigenen Gewohnheiten spielen hier sehr stark mit, welche Einstellungen für euch am besten sind. Ja, und dann kommen wir noch zu dem Tipp, den ich euch noch auf den Weg mitgeben wollte. Und zwar geht es hier um die Bedienung der Knicklenker, was die Lenkeinstellungen betrifft. Knicklenker haben wir sowohl bei Traktoren als auch unter den Radladern. Also bei den Traktoren gibt es ja mehrere Großtraktoren, die eine Knicklenkung haben. Ja, auch die knickgelenkte Position bleibt stehen von 0 bis 90% und geht automatisch wieder in die gerade Position bei 100%. Wie kann man das jetzt sinnvoll anwenden? Ganz besonders hilfreich ist es natürlich bei Radladern, wenn man etwas verladen will. Ich zeige euch das gleich mal am Beispiel eines Baumstammes. Denn möchte man jetzt mit der Gabel etwas aufladen, und ich zeige es nochmal hier bei 100%, und man ist beim Anfahren in einer leicht geknickten Position, dann wird diese Position bei 100% Lenkrückstellung natürlich wieder aufgelöst und man kann mit der Tastatur unmöglich die Mittelposition halten. Deshalb zeige ich euch jetzt mal, wie schön das bei einem Baumstamm funktioniert. Dafür muss ich natürlich schnell einen Stamm vorbereiten. Der Radlader steht natürlich auch schon an der Position bereit. Und jetzt fahre ich mal etwas schräg den Baumstamm an, damit ich das schön demonstrieren kann. Ups. Versucht man jetzt mit 100% den Baumstamm aufzunehmen, wird es etwas schwierig, weil man eine geknickte Position halten muss. Gar nicht so leicht, diese Schaufelbedienung, wenn man das nicht ständig macht. Ja, und jetzt geht der Radlader eben immer wieder in die gerade Position zurück. Das ist sehr unangenehm zum Aufladen. Und ich stelle jetzt einfach mal auf 90%, um zu zeigen, wie viel schöner das jetzt geht. Jetzt kann man nämlich einschlagen und er geht nicht sofort wieder in die gerade Position zurück. Ob wir jetzt 10 oder 90% wählen, ist jetzt erstmal egal, denn wir fahren ja nur einen Meter etwa vorwärts, da passiert nicht viel. Und dann kann man eben den Baumstamm schön aufnehmen, ohne dass der Knicklenker wieder in seine gerade Position zurückgeht. Das können wir dann manuell machen. Ja, was mir hier an dieser Gabel
überhaupt nicht gefällt, ist, dass ein normaler einzelner Stamm schlecht zu greifen ist. So weit geht die Schaufel gar nicht zu. Etwas blöd, aber ist halt so. Ja, jetzt zeige ich euch mal beim Fahren, was passiert auf 100%. Er versucht natürlich, sobald man die Taste loslässt, immer wieder in die Grundposition zurückzugehen. Ja, und damit verliert man natürlich super leicht die Ladung. Etwas einfacher geht auch das Fahren mit dem Knicklenker bei einer etwas sanfteren Einstellung. Ich zeige euch das gleich mal. Jetzt muss ich aber erstmal den Stamm wieder aufnehmen. Erstmal von der Straße weg. Und dann nochmal die etwas sanftere Einstellung bei 90%. Und wenn ich jetzt Kurvenbewegungen mache, dann schnallt er nicht direkt in die Mittelposition zurück, sondern das Ganze geschieht etwas sanfter. Und somit hält auch die Ladung etwas besser in der Gabel. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ich euch mit meinem Tutorial hier etwas helfen konnte und dass ihr mit den Lenkeinstellungen jetzt etwas besser zurechtkommt. Und natürlich freut es mich auch, wenn ich euch mit dem kleinen Tipp mit den Knicklenkern etwas weiterhelfen konnte und ihr künftig viel mehr Fahrspaß im LS22 habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ich euch wirklich weiterhelfen konnte, dann abonniert doch meinen Kanal, damit ihr künftig keine Tutorials mehr von mir verpasst. Es werden in nächster Zeit noch viele weitere Tutorials fürs LS22 kommen. Bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Video.